Hier ist Anne Pross von Anne Pross Kunst. Heute möchte ich eine Mischung aus Marmormehl, was ich hier in dieser Schale habe, herstellen, zusammen mit einem Acrylbinder, den seht ihr hier. Das ist ja so eine Art flüssiger Kleber, den man für verschiedene Arbeiten verwendet in der Acrylmalerei. Und diesen Kleber gebe ich jetzt auch noch mit dazu. Das muss man in einer bestimmten Mischung machen. Da schütte ich jetzt etwas mehr davon rein. Ungefähr so in der Mischung 2:1, also 2 Anteile Marmormehl und ein Anteil von diesem Acrylbinder. Und das werde ich jetzt miteinander vermischen. Und dann gibt es eine schöne, hoffentlich homogene Masse. Im Moment sieht es noch recht klumpig aus. Gebe ich noch etwas Binder hinzu. Mische das noch weiter. Das ist fast so ein bisschen wie Gips anmischen, sowas in die Richtung. Das Marmormehl ist ja ein Gesteinsmehl. So, und dann sieht es schon recht gut aus. Das muss man selbst ausprobieren, wie das am besten von der Konsistenz her ist. Und dann habe ich hier eine kleine Leinwand vorbereitet. Die ist 20 x 20 groß. So, und da möchte ich morgen dann ein Bild malen. Und das mit dem Gesteinsmehl ist jetzt sozusagen die erste Phase für dieses Bild. Das gebe ich jetzt drauf. Und zwar mache ich das deswegen, damit hier eine Struktur entstehen wird, die ich dann morgen zu einem Bild weiterverarbeiten kann. Einfach alles auf der Leinwand platzieren von dieser Masse. So, und dann kann ich anfangen, das zu verteilen, ganz wie mir beliebt. Und was ich dann morgen eben eventuell damit machen werde, also das bleibt dann euch überlassen, wie ihr diese Struktur gestalten möchtet, ob ihr das über das ganze Bild zieht oder eben nur über einen Teilbereich. Also ich würde es jetzt fast über das ganze Bild verteilen, erstmal mit diesem Spachtel, und dann kann man da noch Strukturen reinbringen, indem man diesen Spachtel dann benutzt und dieses Auf und Ab, wie man das haben möchte, gestaltet. Es soll einfach eine schöne Struktur sein und das muss dann über Nacht
abhärten, dass es dann überhaupt stabil genug ist, um eben da Farbe drauf aufzubringen und auch hier ein schönes Bild draus zu fertigen. Das hat dann eine Art 3D-Struktur. Ich kann da spielen mit dieser Spachtel, je nachdem noch Muster und Ebenen reinbringen und reinproduzieren. So. Ich denke, das ist jetzt eine ganz gute Struktur und Basis für unser morgiges Bild. Das hier noch ein bisschen ebnen, damit das nicht zu sehr morgen sich verkantet. Aber das ist schon recht ordentlich. So, das ist eine einfache Geschichte und ihr müsst jetzt einfach Geduld haben bis morgen. Dann ist es schön durchgetrocknet und kann weiter zu einem Bild verarbeitet werden. Ciao!